Hallo und willkommen bei DataFox. In diesem Videotutorial zeige ich Ihnen die Verwendung des Fingerprint-Flächensensors und das Einlernen der Finger an einem DataFox Evo 4.3 Multifunktionsterminal. Wir betrachten die Fingerprint-Lösung mit dem optischen Flächensensor. Der Sensor kann zum Identifizieren eines Benutzers ohne weiteres Erkennungsmerkmal verwendet werden. Ein Verifizieren ist ebenfalls möglich. Dabei wird überprüft, ob ein RFID-Tag oder eine PIN auch dieser entsprechenden Person zugeordnet wurde. Das Modul kann bis zu 5000 Finger verwalten. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, die Templates der eingelernten Finger an andere Geräte zu übertragen. Das Einlernen erfolgt dann zum Beispiel an einem bestimmten Terminal. Die Finger können anschließend aber auch an weiteren Terminals genutzt werden. Damit eine Person anhand ihres Fingerabdrucks vom Gerät erkannt werden kann, müssen die betreffenden Finger zunächst eingelernt und der jeweiligen Person zugeordnet werden. In unserem Demo-Setup gehen Sie dabei so vor. Der Einlernprozess teilt sich in mehrere Schritte auf. Der erste Schritt, Fingercheck, dient dazu, die Handhabung des Sensors kennenzulernen und gleichzeitig eine Rückmeldung zu bekommen, wie der Finger von diesem wahrgenommen wird. Hier sehen Sie ein Foto des gescannten Fingers. Anhand dieses Fotos können Sie die Ausrichtung des Fingers auf dem Sensor überprüfen und auch Hinweise auf die Qualität einzelner Finger erhalten. Die Lage kann anhand der Vergleichsbilder im Display bewertet werden. Die hier im Display angezeigten Bilder der gescannten Finger werden nur zur Darstellung im Display verwendet und nicht gespeichert. Es werden lediglich die sogenannten Minutien dauerhaft als Fingertemplates im Gerät hinterlegt, welche zur Identifikation oder Verifikation notwendig sind. Beim Auflegen ist darauf zu achten, dass die Finger weit genug oben und mit ausreichendem Druck aufgelegt werden. Der wichtigste Bereich ist die Mitte des vorderen Fingergliedes, da dort die meisten Eigenschaften vorhanden sind. So sollen Sie Ihre Finger nicht auflegen. Einen verschobenen Finger erkennen Sie daran, dass das aktuell gescannte Bild an einer Seite einen größeren weißen Rand aufweist. Schieben Sie den Finger beim nächsten Versuch einfach ein Stück in Richtung des weißen Randes. Sollten Sie sehr trockene Hände und Finger haben, kann das gescannte Bild auch sehr schwach sein. Durch Reiben und Anhauchen der Fingerkuppe kann die Qualität des Fingers um ein Vielfaches verbessert werden. Weitere Bilder und Informationen finden Sie auch in unserem Benutzerhandbuch. Mit der Pfeiltaste oben rechts im Display gelangen wir jetzt zum nächsten Bedienschritt, dem Einlernen. Die Balken, die Sie im Display sehen, sollen die Finger Ihrer beiden Hände darstellen. Durch Antippen eines Balkens wählen Sie den Finger aus, der eingelernt werden soll, und bestätigen diesen mit der Enter-Taste. Ich habe den linken Zeigefinger ausgewählt und das Evo 4.3 fordert mich auf, den Finger dreimal auf den Sensor aufzulegen. 1. Nach jedem Signalton muss der Finger heruntergenommen und neu aufgelegt werden. 2. Der aktuelle Durchgang wird im Display angezeigt. 3. Das erfolgreiche Einlernen wird durch ein grünes Feld angezeigt, in dem auch ein Qualitätswert steht. Bei einem Qualitätswert von 85 und mehr war das Einlernen sehr erfolgreich. Bei niedrigeren Werten kann das Einlernen direkt wiederholt werden, um eventuell ein besseres Ergebnis zu erzielen. Das Ziel ist, dass das Einlernen mit einem möglichst hohen Qualitätswert abgeschlossen wird, da dies die Grundlage für die spätere Erkennung ist.
Natürlich gibt es auch Finger, die nur niedrige Werte erreichen können. In diesem Fall sollten aber auch andere Finger dieser Person getestet werden. Wir empfehlen für jeden Benutzer, mindestens 2 Finger einzulernen, falls ein Finger aufgrund einer Verletzung mal nicht erkennbar sein sollte. Ich bestätige den linken Zeigefinger mit der Enter-Taste. Das X in einem Balken zeigt an, welcher Finger für diesen Benutzer im System eingelernt bzw. gespeichert wurde. Durch die Auswahl eines weiteren Balkens können Sie einen weiteren Finger einlernen. Ich bestätige mit der Enter-Taste, scanne 3-mal meinen Finger und bestätige wieder mit der Enter-Taste. Mit der Pfeiltaste oben rechts gelangen wir wieder zum nächsten Bedienschritt, dem Trainieren. Dieser Schritt erfüllt 2 Aufgaben. Zum einen eine Funktionskontrolle, dass die eingelernten Finger auch tatsächlich erkannt werden. Zum anderen kann das System noch weiter optimiert bzw. trainiert werden. Zum Optimieren sollen die Finger nun bewusst etwas verschoben oder verdreht aufgelegt werden. Eine Optimierung wird durch den grünen Balken angezeigt. Gut für das System ist, wenn mehrere solche Optimierungen zu einem Finger erfolgen können. Wenn keine grünen Rückmeldungen mehr kommen, kann das Trainieren beendet werden. Mit erneutem Drücken der Pfeiltaste oben rechts im Display gelangen Sie nun zum nächsten Bedienschritt, dem Löschen. Hier können einzelne Finger wieder dauerhaft aus dem System entfernt werden. Im gewöhnlichen Arbeitsablauf sollte das aber eher die Ausnahme sein. Mit der Pfeiltaste oben rechts im Display gelangen Sie nun zum letzten Schritt, dem Beenden. Das Einlernen für diese Person kann mit Bestätigen der Enter-Taste abgeschlossen werden. Ist dies nicht gewünscht, können Sie durch nochmaliges Drücken der Pfeiltaste den Einlernprozess erneut starten. Ich sage Dankeschön für Ihr Interesse an unserem Videotutorial zum Thema Datafox Fingerprint Flächensensor. Für noch mehr interessante Tipps und Anleitungen schauen Sie sich bitte auch unsere weiteren Videotutorials und die Informationen im Benutzerhandbuch des jeweiligen Gerätes an.